Wir sind Christopher und Andrea und gerade unterwegs im großen Kaukasus. Der letzte Teil endete etwas abrupt mit dem Crash unserer Drohne in die Felswand. In diesem Teil geht es über abenteuerliche Straßen dicht an die russische Grenze. Man hätte auch super da am Kletterspot im Stehen bleiben können, aber hier nur 2 Kilometer weiter ist so eine schöne Mineralquelle und das wollten wir gleich mal nutzen, dann können wir noch mal eine Runde schwimmen gehen. Ja, wir stehen hier immer noch an diesem wunderschönen Mineralpool. Das ist richtig cool. Also da kommt ja richtig so fein perliges Mineralwasser kommt da aus der Quelle raus. Das ist auch super lecker, kann man gut trinken. Wir haben auch erst gedacht, ob wir uns einen Tank füllen, aber ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, weil da ist ordentlich Kohlensäure drin. Und ja, jetzt wollen wir baden gehen. Also ich war schon, Andrea will jetzt auch nochmal baden gehen. Also ich gehe ja auch recht regelmäßig, ich gehe auch gerne Eisbaden und sowas. Andrea ist davon noch nicht ganz so begeistert, aber das sieht hier so einladend aus, dass sie heute auch mal rein will. Ich bin mal gespannt. Ich bin da ja noch recht skeptisch, ob sie halt wirklich reinkommt ins Wasser oder ob sie doch zu kalt ist. Mal schauen. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war recht überraschend. Ich weiß auch nicht, ob das wegen der Drohne war, weil ich gefilmt habe, oder ob es darum ging, mir zu beweisen, dass sie halt trotzdem reingeht, weil ich so skeptisch war. Aber auf jeden Fall sehr cool. Die Distanzen hier sind nicht so weit, weil jetzt geht es halt weiter zur Dreifaltigkeitskirche. Die gucken wir uns gleich mal an. Das sind nur 7 Kilometer, die wir dafür fahren müssen. Windig hier. Ja, ganz hochgefahren kommen wir gar nicht. Ist halt gesperrt irgendwie wegen Baumaßnahmen oder irgendwas, die Straße. Und stand auch ein Schild, dass man eigentlich nur mit Offroad-Fahrzeugen hoch soll, aber das scheint im Moment auch nicht zu funktionieren. Die ganzen Taxen stehen hier auch alle rum. Also man fährt halt nur bis hier und jetzt müssen wir hochwandern. Ich glaube, es sind immer noch 2 Kilometer oder sowas. Also das geht halt. Ein bisschen Steigung, aber ist ja für uns kein Problem. Man sieht von hier auch, jetzt gerade nicht, weil Wolken reingezogen sind, aber man sieht den Kastberg. Schon ziemlich cool. Also das sind 5050 Meter irgendwie, aber auf jeden Fall über 5000 ist ein ziemlich cooler Berg. Also man könnte da auch eine Tour drauf machen. Ich glaube mindestens 3 Tagestouren sind das, haben wir mal nachgeguckt. Aber das Problem ist halt, aktuell sieht das Wetter nicht so gut aus. Da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten. Wir sind natürlich ziemlich später. Es wird halt eigentlich empfohlen, ich glaube von Mai bis September, wenn man eine Tour plant, sollte man das machen. Und ja, da sind wir ja schon raus aus dem Zeitslot. Aber wir werden mal abwarten. Wir sind ja noch ein bisschen hier und vielleicht ergibt sich ja noch mal so ein kleines Zeitfenster, wo man rauf kann. Das wäre unser erster 5000er. Das wäre schon ziemlich cool. Also Die 4x4-Taxen standen dort übrigens rum, weil sie die Leute von dort aus über eine kleine Piste hochfahren wollen. Diese haben wir beim Rauffahren übersehen. Oh, ist das hier ein Wind hier oben? Krass. Oh, schön, der Wind hat gerade ein bisschen nachgelassen. Für den Moment. Für den Moment, ja. Aber hier die Offroad-Taxen, die hier immer hochdüsen, also sind halt auch ein paar Landcruiser dabei. Sind genauso breit wie wir eigentlich, glaube ich. Ich glaube, dann wären wir da auch hochgekommen, aber ja. Aber ich glaube halt wirklich, die Straße sieht neu aus, als wenn sie gerade neu gebaut wurde. Die Straße ist wirklich, ist ja unten mit so einem Drahtseil abgesperrt. Daneben ist übrigens auch der Schlüssel, man könnte sich das aufschließen, aber sowas machen wir natürlich nicht. Und könnte hier hochfahren. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass die Locals die Straße dicht gemacht haben, weil die ist komplett neu gebaut.
weil das ja sonst das Business kaputt macht, hier mit dem Offroad-Taxi die Leute hochzufahren. Es ist auch ehrlich gesagt wirklich nicht teuer. Also man kann das auch ruhig machen, wenn man keine Lust hat, hier hochzuwandern. Es ist ein anstrengender Weg hoch. Also es ja, ist wirklich schon eine ganz schöne Steigung. Ja. Also man kommt ganz schön ins Schnaufen. Dann kann man natürlich hochfahren und runtergehen. Ich glaube, die wollen pro Person nicht mal 5 € haben oder so, wenn man sich hochfallen lässt. Also ist alles voll okay. Wir hatten eigentlich darüber nachgedacht, hier stehen zu bleiben, unten an der Kirche. Aber der Platz ist ganz schön busy, hier ist halt viel los. Deswegen werden wir, glaube ich, zurück zu unserem Swimmingpool-Platz fahren. Außerdem können wir dann gleich nochmal einkaufen. Also es war ziemlich anstrengend da hoch, runter. Der Weg war total gut, also das ging natürlich wieder schnell. Da oben die Aussicht war wundervoll, also auf den Ort, auf Stepantsminda und auf die anderen Berge. Das war eine tolle Aussicht. Die Wolken haben den Kassberg leider nicht für uns freigegeben, also den Gipfel konnten wir nicht sehen. Die Dreifaltigkeitskirche, die ist auch sehr nett, also die kann man sich mal angucken. Aber was den Charme so ein bisschen genommen hat, ist, glaube ich, so diese asphaltierte Straße, die da jetzt hochführt. Und ja, weil wir es gerne entdecken. Also wenn wir irgendwo wandern gehen und irgendwo raufgehen, dann ist es ein bisschen anstrengend und dann freut man sich, wenn man oben angekommen ist. Aber durch die Straße ist es natürlich schön für alle anderen, die sich eben nicht so anstrengen wollen. Und die können dann eben da hochfahren oder sich hochfahren lassen. Beim Runterfahren haben wir dann auch den Weg gesehen, wo es dann halt reinging. Also da ist sogar ein Pfeil angemalt, den haben wir beim Hochfahren natürlich nicht gesehen. Und die Brücke ist wirklich schmal, aber weil unsere Spurbreite gar nicht so breit ist, ich glaube 2,30. Unter 2,30. Unter 2,30, ja. Hätten wir da schon noch rübergepasst. Aber wir hätten wahrscheinlich den Fluss nochmal kreuzen müssen. Und wenn man dann wieder den ganzen Weg zurückfahren muss, ist ja dann auch nicht so schön. Außerdem zu Fuß macht es halt mehr Spaß. Genau. Wir gehen ja gerne zu Fuß und strengen uns ein bisschen an. Ja, wir haben den Ort mal gleich zum Einkaufen genutzt, weil so viel gibt es hiervon gar nicht. Auch frisches Gemüse ist überraschend schwer zu kriegen hier. Hier ist auch alles voll mit Offroad-Taxen. Also die fragen auch alle, ob sie einen rauffahren sollen und sowas. Also oder nochmal zum Wasserfall. Oder nochmal zum Wasserfall. Das ist hier eigentlich ein echt großes Business. Ja, und halten hier halt auch echt viele Busse halt an, dann steigen die aus und die verteilen sich dann auf die Taxen und die fahren halt alle hoch. Und was halt auch wirklich erstaunlich ist, also die sind wirklich auf Touristen eingestellt. Also bis jetzt hat eigentlich fast jeder Englisch gesprochen. Also so auch von denen, die diese Taxen fahren, da sind wir echt erstaunt. Also dass hier so viele Englisch sprechen, das ist ganz cool. Jetzt verlassen wir zum zweiten Mal unseren Poolplatz. Jetzt geht's nach Utah. Also jetzt geht's halt in die nächste Schlucht rein. Ist halt auch wieder eine Sackgasse, man muss dann den Weg auch wieder zurückfahren, aber ist wohl so ein sehr beliebtes Wandererziel. Da kann man wohl ziemlich coole Wandertouren machen, sind wir schon gespannt. Da hinten ist auch gerade wieder eine georgische Party. Wir wurden gerade schon wieder zum Schnaps eingeladen, aber wir mussten das diesmal leider ausschlagen, weil wir wollen, Kein Grund, das zu fahren, wir wollen ja noch weiter. Aber es ist, ja. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Irgendwie sah es so aus wie abgesperrt da vorne. Aber die Einheimischen haben nur nicht gewunken. Also ich glaube, wenn wir jetzt nicht durchgekommen wären, hätten die schon irgendwas gesagt. Mal gucken. Weil da gibt es eine Umfahrung hier. Vielleicht, weil die Straße so schlecht ist. Ne, hier geht's ja, aber ich denke mal, es könnte zu eng werden für uns. Aber mal schauen. Ist nicht weit, aber es sieht schon lustig aus. Ja. Hier sieht alles gut aus. Ist auf den Hund auch? Ja. So, kannst du rechts oder links? Ist ja merkwürdig, dass der Ort so barrikadiert ist.
Ich finde das jetzt auch so ein leichtes Kuriosum. Also hier ist halt so eine Hobbelpiste an sich und auf einmal ist eine asphaltierte Straße mit einem Fußgängerüberweg. Wo bist du denn? Over. Ich kann dich sehen. Ah, jetzt sehe ich dich auch. Over. Hier oben steht ein weißes Pferd, ganz alleine. Dafür sind die Funkgeräte auch ganz praktisch, weil wir waren uns jetzt nicht sicher, ob der Weg weitergeht. Und bevor wir da jetzt rauffahren und ich nicht mehr umdrehen kann, ist Andrea mal vorgelaufen. Und da war noch eine Engstelle, wo diese Offroad-Taxen den Weg ein bisschen dicht geparkt haben. Aber wenn man da vorbei ist, geht der Weg hier ganz normal weiter. Mal gucken, wie weit. Na, willst du mit? Mit dem Auto kommen wir jetzt gerade nicht weiter. Also hier ist abgesperrt, hier ist auch ein Grenzposten. Also es ist die Border Police und ein Ranger gewesen, mit dem wir gerade gesprochen haben. Man kann reinwandern, muss sich vorher aber bei denen anmelden. Und hier über Nacht stehen ist auch jetzt nicht ganz so gut. Also wir müssen jetzt ein Stück zurückfahren und da können wir dann stehen bleiben, auch über Nacht. Haben sie gesagt, also ist in Ordnung. Den wollen wir vielleicht morgen reinwandern. Heute lohnt sich das nicht mehr, schon relativ spät und es ist eine längere Wanderung, die dann da hochgeht. Und wir müssen aber mal schauen, wie das Wetter dann wird. Und dann gehen wir morgen wandern. Ja, wir stehen jetzt einen Kilometer hinter dem Grenzposten, sodass wir den nicht mehr sehen. Wir wären auch da stehen geblieben, aber die wollten das halt nicht. Also wir sollten halt ein Stück wegfahren und da dürfen wir wohl über Nacht stehen. Leider spielt das Wetter heute nicht so mit. Also es ist wahnsinnig wechselhaft und in den Bergen kann es ja auch schnell mal umschlagen. Also es regnet immer wieder und es zieht halt alles zu, deshalb die Berge würden wir sowieso nicht sehen. Ja. Ist schade. Ja, gestern hat man das ja gesehen. Wir haben mal, also war ja richtig schönes Wetter gestern, da hat man halt die schneebedeckten Berge da hinten gesehen. Das sah halt echt schön aus. Und, also wir könnten jetzt hier noch ein paar Tage warten, aber ich glaube 3 Tage soll das jetzt hier mindestens bewölkt sein. Und ja, dann fahren wir halt lieber weg, weil so ein bisschen komisch ist es halt auch, weil das ist hier halt wirklich absolute Grenzregion zu Russland. Darum ja auch diese Border Control Posten da vorne. Und die patrouillieren hier halt auch regelmäßig. Auch die ganze Nacht ging das. Auch jetzt gerade stehen sie nicht da, aber sonst da vorne an der Kreuzung steht halt immer so ein Pickup mit Grenzsoldaten, die halt hier aufpassen. Und ja, man ist halt dauernd unter Beobachtung. Und ja, aber also man fühlt sich ja nicht unsicher. Nein, also wirklich. So. Also die sind sehr nett. Die sind super nett. Wir haben mit denen auch gesprochen. Die haben ja auch unsere Pässe kontrolliert. Und war mit der Kommunikation ein bisschen schwierig, weil die haben natürlich nur Russisch gesprochen und Georgisch eben. Andrea versteht zwar ein bisschen was. Ja, aber so Grenzsachen sprechen, das ist dann doch ein bisschen schwierig. Ja, genau. Also wir hätten da ja auch wandern gehen können. Wir hätten uns anmelden können und da wandern, aber bei dem Wetter macht das jetzt in unseren Augen keinen Sinn, weil wir wollen ja auch schon ein bisschen dann in den Schnee ein bisschen höher. Und ja, das ist jetzt alles zu unsicher gerade, denke ich. Fahren wir halt erstmal weiter. Ja, jetzt geht es dann halt erstmal weiter und dann suchen wir uns halt den nächsten schönen Platz. Es fängt gerade wieder an zu regnen. Ach, das sind nur ein paar Tropfen. Na los. Ja, die Situation an der Grenze, das ist ja auch so ein Punkt, ist ja auch hier gerade ein bisschen angespannt, so zwischen Georgien und Russland. Das ist ja einmal die Situation hier mit Abchasien und Südossetien, diese autonomen Gebiete, die ja von Russland unterstützt werden, die hier auf georgischem Territorium sind. Und dann natürlich jetzt halt im Prinzip die Einberufung der Russen. Also wir haben auch schon ein paar Russen jetzt kennengelernt, die hier in Georgien halt sind, weil sie halt wirklich ja, der Einberufung entgehen wollen. Und sie dürfen halt hier auch 1 Jahr bleiben. Und darum wird hier jetzt, ist auch also ein Punkt, warum hier halt wirklich gerade verstärkt patrouilliert wird. Weil man kommt hier wirklich über dieses eine Tal, wo der Grenzposten ist, kann man so links abbiegen. Und das ist kein Kilometer und dann wäre man in Russland. Ja, der nächste Nationalpark, in den wir jetzt wollen, der ist eigentlich nur 24 Kilometer Luftlinie entfernt. Aber
weil wir um diese Bergkette, ja, da kommen wir ja nicht rüber mit dem Fahrzeug, müssen wir komplett runter und wieder hochfahren, sind das 180 Kilometer.